Hallo und willkommen zurück bei unserer Irlandreise. Nachdem wir im zweiten Teil das Gebiet rund um den Burren befahren haben, geht es jetzt nach Norden. Und zwar zunächst nach Galway, der quirligen Großstadt, und dann nach Cong, einem kleinen Nest am Loch Corrib, aber mit einer wunderschönen Klosterruine und einem noch schöneren Klostergarten. Auf geht's! Unsere nächsten Touren führen uns in den Norden von Ballyvaughan. Dabei geht es zunächst nach Galway, mit etwa 80.000 Einwohnern Westirlands bevölkerungsreichster Stadt, und dann weiter nach Cong. Dort besuchen wir die Ruinen einer Augustinerabtei aus dem 12. Jahrhundert und fahren durch die Momturks, einer einsamen und weitgehend unbewohnten Berggegend, wieder zurück. Nach flotter Fahrt sind wir in Galway angekommen. Die Stadt ist das unbestrittene Zentrum dieser Gegend. Rund 80.000 Einwohner, Hafenstadt, 2 Universitäten, eine quirlige und doch gemütliche Innenstadt mit zahllosen Kneipen, Cafés und Geschäften aller Art. Außerdem ist man Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2020. Wir treffen uns mit John, einem Freund von Mike, und schlendern durch die Fußgängerzone, freuen uns an den bunten Häusern und den vielen schönen Details daran. Hier ist richtig was los. Touristen, Einwohner und überall Schüler, die dadurch auffallen, dass sie Schuluniformen tragen, Jungs wie Mädchen. Am Ende der High Street gehen wir ein Stück am Fluss Corrib entlang, der von Cong kommend hier in den Atlantik mündet, und erreichen die St. Nicholas Collegiate Church. Sie ist die größte kontinuierlich genutzte Kirche aus dem Mittelalter in Irland und wird heute, man höre und staune, von über 3 verschiedenen Religionsgemeinschaften gemeinsam genutzt. Das merken wir, als wir einen Blick ins Innere werfen wollen und sogleich wieder nach draußen komplimentiert werden. Drinnen ist nämlich eine Veranstaltung. Na, dann gehen wir eben ins Café und wettern den inzwischen eingesetzten Regen ab. Aber wer sich über das irische Wetter beschweren will, soll eine Viertelstunde warten, dann hat es sich geändert, so sagt man hier. Und deshalb beklagen wir uns nicht, sondern fahren weiter nach Cong.
Nachdem wir unsere Maschinen abgestellt haben, gehen wir zunächst in den Klostergarten. Denn obwohl die Klosterruine als Kirche längst aufgegeben ist, wird der Friedhof heute noch genutzt. Und es hatte gerade eine Beerdigung stattgefunden. Also lassen wir uns zunächst von diesem Dornröschenpark mit seinen Brücken, Toren und dem kleinen Fischerhaus ein wenig verzaubern, bevor wir schließlich zum Kloster gehen, um ganz zum Schluss noch einen Blick auf den Friedhof zu werfen. Nach diesem besinnlichen Rundgang wird es Zeit für den Rückweg. Schließlich wollen wir noch etwas vom Loch Corrib mit seinen zahlreichen Inselchen und von den Monturks sehen. Am nördlichen Ufer des Loch Corrib fanden wir hier und da noch bewohnte Gegenden oder zumindest sahen wir einzelne Häuser. Nachdem wir aber bei Morm in Richtung Süden abgebogen sind, wird die Landschaft immer wüstenähnlicher. Kahl, einsam, rau.
Und trotzdem wir auf einer ordentlichen Straße fahren und vereinzelt Autos entgegenkommen, beschleicht uns ein etwas kitschiges Wildwest-Gefühl. Cowboys oder eine Postkutsche würden hier ebenso gut herpassen. Schließlich erreichen wir wieder bewohnte Gegenden und fahren über Galway, den inzwischen schon gewohnten Weg am Dunguire Castle und an Bishop's Quarter vorbei, wieder zurück zum Cottage. Das habt ihr ja in der zweiten Folge sehen können. Kurz nach diesen Touren endet unsere Zeit in Ballyvaughan auch schon wieder und wir wechseln den Standort für die nächsten Tage in Richtung Nordwest nach Cleggan. Habt ihr Lust, den Ortswechsel mit einer schönen Fahrt durch den Connemara National Park mitzumachen und uns anschließend von Cleggan nach Echo Island und zur Keem Bay zu begleiten? Dann schaut euch den 4. Teil unserer Reisedoku an. Und wenn es euch bis hierher gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren.